Von 2020 bis 2024 werden die Ausgaben für IT-Sicherheit weltweit stark ansteigen. Von mehr als 125 Milliarden Dollar, die hierfür ausgegeben wurden in 2020, sollen die Ausgaben auf über 174 Milliarden Dollar ansteigen. Ist das ein Argument für den LNG Cyber Security ETF? Ist das auch gleichzeitig die Garantie, dass dieser ETF zukünftig stark wachsen wird, und wie hat er in der Vergangenheit performt? All diesen Fragen widmen wir uns in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter diesem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Der LNG Cyber Security ETF basiert auf dem ISE Cyber Security Index. Index und ETF enthalten aktuell lediglich 56 Positionen, was für einen Branchen-ETF typischerweise eine recht kleine Anzahl ist. Bei derartig wenig Unternehmen im ETF steigt das Risiko für Kursschwankungen stark an für den Anleger. Die Aktien stammen zu mehr als 3/4 aus den USA. Ganz geringe Anteile besitzen zudem noch das Vereinigte Königreich, Israel, Japan und Kanada. Dieser ETF ist eben sehr US-lastig. Das heißt, die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA haben massiven Einfluss auf diesen ETF. Dieser LNG-ETF kann als ETF auf ein Untersegment der IT-Branche gesehen werden, da Unternehmen mit Bezug zu Cybersecurity praktisch überwiegend dem Tech-Sektor zuzuordnen sind. Das sehen wir in dieser Grafik, bei der deutlich wird, dass knapp 93% der Aktien aus dem Technologiebereich stammen. Lediglich 6,5% der Aktien sind der Industrie zuzuordnen. Ein breiter IT-ETF enthält zum Vergleich mehr als 190 Unternehmen, deutlich mehr also als dieser Cybersecurity ETF, wobei eben das Risiko in einem breiten IT-ETF etwas weiter gestreut ist. Was auffällig ist, dieser Cyber Security ETF enthält lediglich 1 bis 2 Unternehmen mit sehr großer Marktkapitalisierung. Die meisten Unternehmen sind tatsächlich mit 37,67% Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung. Man könnte den ETF also als Mini-IT-Security Small Cap ETF bezeichnen, wenn man möchte. Mit vielen Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung geht natürlich ein weiteres erhöhtes Risiko für Kursschwankungen einher. Anleger könnten sich hier aber erhoffen, dass diese kleinen Unternehmen vielleicht deutlich stärker wachsen werden, als es die großen etablierten Unternehmen können. Die 10 größten Aktien des ETFs machen dabei in etwa 31% des Gesamtportfolios des ETFs aus und sind damit schon sehr stark ausschlaggebend für den Kurs des ETFs. Um herauszufinden, wie genau der Index hinter diesem ETF seine Aktien auswählt, muss man wissen, dass der Index von ISE gebildet wird. Neben einigen kleineren Nebenkriterien, wie der Tatsache, dass mindestens 24 Unternehmen im Index enthalten sein müssen, wählt der Index die Aktien maßgeblich nach der sogenannten ISE Cyber Security Industry Classification aus. Diese wurde vom genannten Unternehmen ISE entwickelt. ISE ist eine vielfach verwendete Abkürzung, beispielsweise für die Börse in Istanbul. Gemeint ist mit ISE hier aber die International Securities Exchange. Diese wurde im Jahr 2000 von der Deutschen Börse ins Leben gerufen. Danach gehörte sie zur Direct Edge Holding, bis sie nun als Nasdaq-Tochterfirma unterwegs ist. Daher müssen auch alle enthaltenen Aktien bei Nasdaq Mitglied sein, um Teil der International Securities Exchange werden zu können und um so letztendlich überhaupt auch in diesen ETF gelangen zu können. Das erklärt auch den starken US-Fokus in diesem ETF. Wenn ihr mehr zur ISE erfahren wollt, dann schaut in die Infobox, dort habe ich die entsprechenden Links zur ISE hinterlegt. Das heißt also, die ISE entscheidet quasi, welche Unternehmen in die sogenannte ISE Cyber Security Industry Klassifizierung überhaupt kommen können. Diese Unternehmen sind dann quasi alle im ISE Cyber Security Index enthalten, den wiederum dieser LNG ETF abbildet. Wie entscheidet denn nun die ISE oder nach welchen Kriterien entscheidet sie, welche Unternehmen als Cyber Security Unternehmen klassifiziert werden? In den Dokumenten zum Index steht dazu, der Klassifizierungsausschuss stützt sich hauptsächlich auf veröffentlichte, geprüfte Jahresberichte und Diskussionen mit Investor Relations Gruppen und Branchenteilnehmern und Branchenexperten. Diese prüfen Unternehmen auf Aufnahme und legen deren Einstufung fest. Mit anderen Worten, der elitäre Kreis der Unternehmen, die bereits in der Branche sind, sowie Investoren und Experten, diese Leute haben die Macht zu entscheiden, ob ein weiteres Unternehmen in diesen Cybersecurity-Elite-Kreis aufgenommen wird. Wenn sich ein Unternehmen in diesem Index grundlegend verändert, wird ad hoc neu bewertet, ob sie weiterhin Teil des Index und damit dieser Gruppe bleiben können. Auch hierzu habe ich euch einen Link in die Infobox gepackt, wo das Ganze nachzulesen ist. Dort steht auch beschrieben, the scope of definition of cybersecurity can be quite broad. Das heißt, der Begriff Cybersecurity ist relativ groß, breit und ungenau.
Und genau das stört mich auch massiv an diesem Index und damit auch an dem ETF. Im Endeffekt entscheiden hier Branchenmitglieder und Experten selbst, wer in ihren Kreis aufgenommen wird. Damit könnte man natürlich unterstellen, dass damit auch ein Interesse dieser enthaltenen Unternehmen besteht, nur bestimmte weitere Unternehmen hier zuzulassen, beziehungsweise es könnten auch politische und strategische Interessen eine Rolle dabei spielen, welche Unternehmen nun aufgenommen werden und welche nicht. Es handelt sich hier zwar um einen ETF und damit um ein relativ passives Investment aus Anlegersicht, im Endeffekt haben wir hier jedoch eigentlich einen aktiv gemanagten Fonds, der von einzelnen Personen gesteuert werden kann. Theoretisch gibt es auch verschiedene ESG-Kriterien, die angewendet werden. Es sind keine Unternehmen zum Beispiel mit Bezug zu kontroversen Waffen enthalten, sowie keine Unternehmen, die gegen die UN Global Compact-Regeln verstoßen und keine Unternehmen aus der Kohleförderung. Diesem kleinen ESG-Fokus würde ich hier aber keine Relevanz positiver Natur beimessen. Zudem gibt es die Regel, dass kein einzelnes Unternehmen mehr als 10% Anteil am Index besitzen darf und die größten Unternehmen, die auf mehr als 5% Anteil am Index kommen, dürfen zusammen nicht mehr als 40% ausmachen, was aber damit geregelt ist, dass ohnehin jede Aktie, die am Ende mehr als 5% ausmacht, auf 4,75% zurückgesetzt wird. Also generell werden die Aktien bei jedem Rebalancing hier zunächst gleichgewichtet. Das führt auch dazu, dass prinzipiell jedes Quartal die Aktien zurückgesetzt werden und demnach die Top 10 Aktien des ETFs sehr häufig schwanken bzw. eben unterschiedlich sind. Schauen wir einmal auf diese 10 größten Aktien im ETF, die demnach auch nur eine Momentaufnahme sind. Prinzipiell ist diese regelmäßige Gleichgewichtung gar nicht so schlecht, damit nicht einzelne Unternehmen immer im Fokus stehen, sondern immer die gesamte Branche quasi gleichgewichtet bleibt. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch die Performance negativ beeinflussen, da gut laufende Unternehmen stetig eben wieder zurückgewichtet werden. Die Aktien in den Top 10 des ETFs kommen überwiegend aus den USA und aufgrund der Tatsache, dass sie beim Rebalancing regelmäßig gleichgewichtet werden, gibt es hier häufig eben Wechsel in den Top 10. Am bekanntesten sind in dieser Momentaufnahme wahrscheinlich McAfee und Cisco Systems, aber es gibt auch noch einige weitere Unternehmen als Netzwerkausrüster oder zum Beispiel als Anbieter von Digital Services. Bekannte Unternehmen könnten hier noch sein Fortinet und Avast. Avast ist beispielsweise relativ bekannt für ihr Antivirenprogramm auf sämtlichen gängigen Betriebssystemen. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist zwar konstant positiv insgesamt, dennoch insgesamt auch rückläufig. 2015 erzielten die aktuellen Top 10 Aktien 23% Wachstum, 2020 hingegen nur noch 7%. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir starke Schwankungen. 2017 ging es hier um mehr als 1000% zurück im Wachstum, was aber einzig und allein an McAfee lag, die einen Rückgang von beinahe 10.000% zu beklagen hatten. Dies liegt daran, dass es hier von einem sehr kleinen Gewinn zurück in ein leichtes Defizit ging, was diese enormen prozentualen Ausschläge verursacht. Wenn wir das Jahr 2017 bei McAfee herausrechnen, erhalten wir 2017 insgesamt sogar ein Wachstum von 14%. Letztendlich muss man auch sagen, dass fast alle der Unternehmen hier keine großen Gewinne im operativen Segment einfahren und die Zahlen daher relativ wenig Aussagekraft besitzen. Lediglich Cisco und Checkpoint Software kriegen hier stabile Gewinne auf die Straße. In den EBIT-Margen sehen wir im Durchschnitt sehr geringe Zahlen. Die Margen liegen hier bei ca. 15%, haben sich im Durchschnitt der Top 10 zuletzt leicht auf 17% verbessert. Insgesamt ist das jetzt nicht berauschend. Die besten Margen liegen hier Avast, PLC und Checkpoint Software mit mehr als 40% hin. Cisco ist relativ stabil bei ca. 27%, wie auch Qualys zuletzt. Die restlichen Margen sind eher schwach. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis sehen wir ebenfalls sehr hohe Zahlen von teilweise über 100. Auch hier sind die Zahlen aber verzerrt, da viele Unternehmen phasenweise gar keine Gewinne erzielen oder eben so geringe, dass das KGV enorm groß ist. Prinzipiell spricht das natürlich auch für ein höheres Risiko bei diesem ETF zurzeit. Lediglich Juniper Networks, McAfee, Cisco Systems und Avast schütten teilweise Dividenden aus. Der Durchschnitt der Top 10 Aktien ist aber sehr gering und abgesehen davon ist der ETF als tesorierender ETF auch nicht sonderlich auf Ausschüttungen oder Dividenden ausgelegt. In der Bewertung erhält der ETF für sein Portfolio nur 2 von 5 Sterne. Zum einen ein relativ intransparentes Auswahlverfahren der Aktien im ETF und auf der anderen Seite noch ein enormer US-Fokus sowie relativ schwache Kennzahlen bei den Top 10 Aktien. Etwas positiver anzumerken ist hier natürlich das regelmäßige Rebalancing, was zumindest verhindert, dass eine einzelne Aktie einen zu großen Anteil am ETF bzw. Index einnimmt. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von 2,58 Milliarden Euro liegt der LNG Cybersecurity ETF deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit September 2015, also ca. 6,5 Jahre, was eher eine lange Bestandsdauer im Verhältnis dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung des ETFs ist daher unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,69%
Prozent liegt dieser ETF über dem Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. Damit zählt der ETF zu den teuren ETFs in dieser Videoreihe, da einige breit gestreute All-World-ETFs oder World-ETFs auch auf unter 0,2% Gesamtkostenquote kommen. Durch den Zusatzaufwand, dass hier auf Aktien im Kontext mit Cybersicherheit gefiltert wird, sind diese Kosten vielleicht zu erklären. Dieser ETF ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern wandern zurück in den Kurs des ETFs, steigern so also die Profite der Anleger. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation, das heißt, der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 nachgebildet. Daher weicht in der Regel der ETF-Kurs auch vom Kurs des Index ab, weil die Nachbildung des Index im Fonds nicht hundertprozentig genau und zeitgleich passiert. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung seit 2016 betrug 0,87% pro Jahr und damit war der ETF über die letzten 6,5 Jahre gesehen für den Anleger sogar noch teurer, als es die Gesamtkostenquote suggeriert. Der Index wird dabei immer vierteljährlich gerebalanced. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Produktkriterien 3 von 5 Sterne. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass der ETF aufgelöst wird, die hohe Gesamtkostenquote schlägt jedoch zu Buche. Der ETF ist allerdings vollständig replizierend, was ich persönlich positiv werte. Wir vergleichen heute den LNG Cybersecurity ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ETF, den ich hier auf diesem Kanal bereits analysiert habe. Mit dabei ist auch ein normaler MSCI World ETF von Xtrackers. Außerdem vergleichen wir ihn mit einem iShares Nasdaq 100 ETF, der die größten 100 Nasdaq-Aktien beinhaltet, die ebenfalls eher dem Technologiesektor zuzuordnen sind. Als letzten Vergleich haben wir noch den Luxor MSCI World Information Technology ETF mit dabei, der IT-Aktien aus den ganzen Industrienationen der Welt beinhaltet. Also nicht nur das Thema Cybersecurity abbildet, sondern eben den ganzen IT-Sektor. Im Vergleich seit September 2015, was der längste verfügbare Vergleichszeitraum ist, sehen wir, dass genau dieser IT-ETF zuletzt auch die beste Performance hingelegt hat. Dabei liegt er praktisch auch von Beginn an vorne, vor dem Nasdaq 100 ETF, der ebenfalls sehr konstant dahinter folgt. Der LNG Cybersecurity ETF konnte zu keiner Zeit hier mithalten. Gerade zu Beginn von 2015 bis 2018 performte der LNG Cybersecurity ETF sogar schlechter als die breit gestreuten All-World und World ETFs von Vanguard und Xtrackers und das trotz eines höheren Risikos. 2018 konnte der LNG ETF die Welt ETFs dann überholen und lag leicht vorne. Nach dem Ausbruch von Covid-19 erlebte der LNG ETF dann seinen vorläufigen Höhenflug, konnte kurzfristig enorm wachsen, bevor es zuletzt aber wieder zurückging in Richtung der Welt ETFs. Konkret heißt das, der MSCI World IT ETF kommt hier auf 310% Rendite, während der Nasdaq 100 ETF auf 275% nach knapp 6,5 Jahren kommt. Hier erkennt man natürlich, IT läuft super im aktuellen Bullenmarkt, deswegen konnten diese beiden ETFs auch so stark performen. Dahinter kommt dann der LNG Cybersecurity ETF mit 143%, vor dem MSCI World ETF, der auf 121% kommt. Dafür, dass das Risiko beim LNG-ETF eben deutlich größer ist, ist der Unterschied zum risikoärmeren Welt-ETF nicht sonderlich überzeugend. Der Vanguard FTSE All World ETF folgt als letztes mit 114%. Im Einjahreszeitraum sehen wir, dass ebenfalls der IT-ETF führt, vor dem Nasdaq ETF, dahinter folgt dieses Mal der Xtrackers MSCI World ETF und dann kommt erstmal der Vanguard FTSE All World ETF. Der LNG Cybersecurity ETF hat in den letzten 10 Monaten mit Abstand die schwächste Performance hingelegt. Auch wenn wir den LNG-ETF mit weiteren ETFs aus der Cybersecurity-Sparte vergleichen, wie dem First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF oder mit dem iShares Digital Security ETF, dann sehen wir, dass der ETF über die letzten 1,5 Jahre hier am schlechtesten abschneiden würde. Insgesamt hätte sich, egal über welchen Zeitraum, ein Investment in breitere IT-ETFs praktisch immer gelohnt, wenn man unbedingt eine Branche abbilden möchte. Daher gibt es in der Performance hier auch insgesamt nur 2 von 5 Sterne. Es gab zwar eine sehr kurze Phase, in der der LNG-ETF gut performte, nämlich unmittelbar nach Corona-Ausbruch. Insgesamt schlägt er zwar in dieser kurzen Phase von 6,5 Jahren knapp den MSCI World, kommt aber nicht an breiter gestreute IT-ETFs heran. Das ist für einen ETF mit dermaßen wenig Aktien und wenig Streuung, also einem deutlich höheren Risiko, einfach nicht genug. Die Ausgaben für IT-Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen steigen der EDC zufolge bis 2024 enorm an. Von 120 Milliarden Dollar in 2020 soll es eben hier hinaufgehen auf beinahe 180 Milliarden. Die Branche sieht also ein relativ starkes Wachstum vor. Der Sektor der Security-as-a-Service-Leistungen, also vor allem der Softwaremarkt, erfährt hier ein Wachstum von ca. 10 Milliarden in 2020 auf beinahe 24 Milliarden Dollar in 2026. Wenn wir uns die aktuellen IT-Sicherheitsniveaus in verschiedenen Branchen anschauen, dann sehen wir hier links das aktuelle Sicherheitsniveau, geschätzt von der NTT,
und rechts das angestrebte Niveau. Sämtliche Branchen liegen hier also noch deutlich hinter dem angestrebten Level, werden also kräftig investieren müssen. Finanzdienstleister, Technologie, Regierung und Wirtschaft allgemein bieten für IT-Sicherheitsunternehmen natürlich eine breite Abnehmersparte und Kundschaft. Wenn wir das Sicherheitsniveau nach Regionen aufgliedern, dann sehen wir, dass die Nachfrage nach Sicherheitsservices und Produkten weltweit überregional groß ist. Vor allem in Asien und im Pazifikraum gibt es hier dringenden Aufholbedarf, aber auch Amerika, Australien und Europa sind noch weit hinter ihrem angestrebten Niveau. Bemerkenswert finde ich hier das vergleichbar hohe Niveau im Nahen Osten und Afrika. Die Schäden, die weltweit durch Cyberangriffe entstehen, treffen vor allem den Hightech-Sektor. Mehr als 750 Milliarden Dollar an Schäden werden hier im Zeitraum von 2019 bis 2023 zu verbuchen sein. Die Biowissenschaften und die Automobilindustrie erleiden ebenfalls mehr als 500 Milliarden Dollar an Schäden. Demgegenüber stehen die relativ geringen Ausgaben für die IT-Sicherheit, die sich für die meisten großen Unternehmen also lohnen würden. In Deutschland im Jahr 2021 sind mehr als 60 Milliarden Euro an Schäden durch den Ausfall von IT-Systemen entstanden. Ich denke mal, die Anforderungen durch Corona sind hier natürlich auch noch gestiegen. Weitere typische Schadensfälle sind Patentrechtsverletzungen, der Wegfall von Wettbewerbsvorteilen durch Spionage, Erpressung mit Daten und Produktkopien. Das Ziel von Cyberangriffen ist also vielfältig. Gleichzeitig sind die Ausgaben für Cybersicherheit in verschiedenen Ländern deutlich gestiegen. In Belgien wurden bei den Unternehmen 2020 13% für Cybersicherheit ausgegeben, 2021 waren es dann bereits 21%. Ähnlich sieht es auch in Frankreich, Deutschland, England und den USA aus. In den USA machen die Ausgaben für Cybersicherheit sogar 23% des gesamten IT-Budgets der Unternehmen aus im Jahr 2021. Das Thema rückt also bereits jetzt schon immer mehr in den Fokus bei den Unternehmen. Das klingt doch für die Branche alles super und müsste dem ETF hier doch super Punkte in der Prognose bringen. Naja, die Thematik oder der Bedarf nach Cybersicherheit ist seit Jahren allgemein bekannt. Bei meiner Analyse zum iShares Digital Security ETF lagen bereits ähnliche Statistiken vor. Das heißt, jeder Anleger, der halbwegs informiert ist, weiß, dass Cybersicherheit eines der wichtigsten IT-Themen der Zukunft ist. Und gerade weil das so ist anzunehmen, dass in dem ohnehin schon sehr heiß gelaufenen IT-Sektor auch diese Voraussagen oder Prognosen bereits seit langem in den verschiedenen Aktienkursen eingepreist sind. Das heißt, die guten Wachstumsaussichten sind keine Neuigkeit mehr und daher bereits im aktuellen Kurs der einzelnen Aktien enthalten. Positive Überraschungen oder stärkeres Wachstum als erwartet mag es natürlich in Einzelfällen geben, dennoch nehme ich nicht an, dass nur aufgrund von steigenden Umsätzen und Absätzen, die erwartbar sind im Gesamtmarkt, dieser ETF automatisch auch gut performen wird in der Zukunft. Daher gibt es für die Prognose 3 von 5 Sterne, wenn man unterstellt, dass die Nachfrage nach Cybersicherheit sogar noch etwas mehr steigt als hier prognostiziert. Dann wäre diese gute Wertung von 3 Sternen gerade noch zu vertreten. Für das Portfolio gab es 2 von 5 Sterne. Ein großes Risiko und große Schwankungen in den Kennzahlen sind der Grund. Für die Produktkriterien gab es immerhin noch 3 von 5 Sterne, trotz der enorm hohen Gesamtkostenquote und schlechten Tracking-Differenz. In der Performance erhielt der ETF ebenfalls 2 von 5 Sterne. Ein breit gestreuter IT-ETF bringt hier weniger Risiko mit sich und performte trotzdem besser. In der Prognose kommen wir auf 3 von 5 Sterne, dazu gehört aber viel Wohlwollen und der Glaube, dass die Cybersicherheitssparte noch stärker wachsen wird, als ohnehin schon prognostiziert. Und selbst dann muss der ETF mit seinen Experten auch noch natürlich die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt treffen und in dem ETF enthalten haben. Das bringt uns zu einem Gesamtdurchschnitt von 2,5 von 5 Sterne. Meine persönliche Meinung zu diesem ETF: Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Branchenwetten und wenn überhaupt, dann würde ich in diesem Fall auf einen breiter gestreuten IT-ETF setzen, wie eben dem MSCI World Information Technology ETF, der mehrere hundert Aktien im Portfolio hält. Besonders negativ aus meiner Sicht ist auch die Art und Weise, wie der ETF seine Aktien auswählt und die hohe Gesamtkostenquote tut ihr Restliches, sodass dieser ETF definitiv keinen Weg in mein Portfolio finden wird. Das Thema Cybersicherheit mag zwar eines der wichtigsten IT-Themen der Zukunft sein, das ist aber eben in den meisten Aktien eingepreist. Ich denke aber schon, dass einzelne Aktien hier gut laufen könnten, halte aber nichts von einem ETF zu diesem Thema. Das einzig Schöne ist, dass viele Unternehmen hier noch relativ klein sind, also eine kleine Marktkapitalisierung besitzen und man den ETF als Mini-IT-Small-Cap-ETF sehen könnte, aber ehrlich gesagt sind das selbst für so eine wohlwollende Bezeichnung zu wenig Aktien und auch natürlich zu wenig branchenübergreifende Streuungen. Wenn ich so einen ETF also unbedingt dabei haben müsste, würde ich ihn im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie zu einem Vanguard FTSE All-World ETF hinzugeben, mit einer Gewichtung von 5-10% als Satellite-ETF. Wie seht ihr
den LNG Cyber Security ETF? Glaubt ihr, dass das Thema Cybersicherheit aktuell noch unterrepräsentiert ist im Markt und eigentlich die Kurse hier noch in Zukunft definitiv stark steigen werden? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien bzw. ETF-Analyse ich in Zukunft machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder mit der nächsten Aktienanalyse. Die Mitglieder stimmen ab heute ab, welche Aktie es wird. Bis dahin bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.